Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Wie ihr seht, ich habe heute mal meine Handschuhe angezogen. Das liegt daran, dass neben mir ein 8-Gang-Automatikgetriebe vom Mazda CX-60 Plug-in Hybrid liegt. Und das ist auch das gleiche Getriebe wie beim CX-80. Und da haben wir schon ganz viele Anfragen von euch bekommen, wie das eigentlich technisch so halbwegs funktioniert, ob das ein Wandlergetriebe ist, ein Direktschaltgetriebe und was weiß ich, was ihr uns noch alles für Fragen gestellt habt. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir gerne mal ein Video, wo wir so die wichtigsten Fragen von euch aufgreifen. Schauen uns mal den Aufbau so ein bisschen von dem Getriebe an. Bin selber schon ziemlich neugierig, eine kleine Premiere auch für mich. Und wenn euch das auch genauso interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, zerlegen wir heute mit euch mal zusammen dieses Automatikgetriebe. Aber beim Stichwort Automatikgetriebe sollten wir vielleicht kurz mal so über die technischen Spezifikationen sprechen, dass ihr euch so ein bisschen auskennt. Und ich sagte ja gerade schon, dieses Getriebe wird beim CX-60 und CX-80 verbaut, beim Plug-in-Hybrid. Allerdings gibt es das gleiche Getriebe auch nochmal in einer leicht modifizierten Form, auch im Diesel. Und zwar genau genommen könnt ihr euch das vorstellen hier als Automatikgetriebesegment. Und hier vorne dran ist dann der E-Motor. Und tatsächlich unterscheidet sich der Diesel und der Benziner nur hier im vorderen Bereich beim E-Motor. Beim Benziner haben wir hier natürlich eine etwas stärkere E-Maschine drin mit insgesamt 175 PS, 250 Newtonmeter und beim Diesel dann etwas schwächer. Der Diesel kann nämlich auch als Mildhybrid ausgelegt nicht rein elektrisch fahren, sondern nur so leichtes Gleiten oder beim Anfahren das Auto unterstützen, während der Plug-in-Hybrid natürlich hier auch schon relativ große Reichweiten voll elektrisch fahren kann und das sogar bis zu einer Spitzengeschwindigkeit von 140 km/h. Lass uns vielleicht kurz auch mal so ein bisschen hier außen über das Getriebe sprechen. Vielleicht als allererstes für die, die sich fragen, ja, warum zerlegen wir eigentlich dieses Getriebe, was ist denn damit los? Wir hatten tatsächlich die Chance, hier bei einem Unfallfahrzeug ja, das Getriebe eben komplett zu erneuern. Das hier ist da vorne auch so ein bisschen beschädigt, da ist also das Gehäuse gerissen. Und für uns natürlich die perfekte Gelegenheit, hier mal die Chance zu ergreifen, es komplett zu zerlegen. Denn normalerweise hat man natürlich so eine Gelegenheit nicht so häufig. Und ja, machen wir mal so ein kleines Blick von hier oben drauf. Das ist also schon mal eine ganz schöne Breite, ein ganz schöner Wummer an Getriebe. Und es ist tatsächlich nicht mal alles. Also es gibt noch einiges mehr, was man hier in dem Getriebe verbaut hat. Was ihr nicht sehen könnt, hier wäre zum Beispiel nochmal das Verteilergetriebe dran, weil die meisten Fahrzeuge in dieser Linie, die ganzen Plug-in-Hybride haben ja Allradantrieb, das heißt sehr längs eingebaut das Ganze. Hier wird dann eine Kardanwelle nach hinten zum Hinterachse gehen. Allerdings ist hier nochmal ein Verteilergetriebe eingebaut. Und man kann das hier so ein bisschen sehen, da ist so eine Aussparung und hier geht dann auch nochmal eine Kardanwelle nach vorne, die hier eben durch dieses elektromagnetisch gesteuerte Verteilergetriebe im Endeffekt dann auch geregelt wird. Grundsätzlich ist das Ganze eher heckbetont und nur im Bedarfsfall wird dann im Endeffekt auch der Vorderradantrieb hinzugeschaltet. Wir schauen uns heute aber wirklich nur hauptsächlich das Getriebe mal an. Und vielleicht Marcel, kannst du ein bisschen rumschauen. Hier sieht man schon mal gut, also die Ausgangswelle, es gibt natürlich davon auch eine Eingangswelle. Hier auf der Seite kann man noch ein bisschen was entdecken. Da haben wir einmal hier so ein Einführstützen für das Automatikgetriebeöl. Da kommen wir im Endeffekt auch schon zu einer der häufig gestellten Fragen, muss man das denn regelmäßig auch austauschen lassen? Es gibt ja andere Autohersteller, die schreiben das alle 60.000, 90.000 Kilometer vor. Und grundsätzlich bei Mazda ist es so, dass wir ein wartungsfreies Getriebe haben, das heißt also eine lebenslange Ölfüllung. Mazda sagt selber nur, wenn ihr zum Beispiel eben in irgendwelchen überfluteten Gebieten durch das Auto, durchs Wasser gefahren seid, wo also Wasser hier eindringen hätte können, zum Beispiel durch irgendwelche Entlüftungsöffnungen, dann soll auf jeden Fall das Automatikgetriebeöl gewechselt werden. Ansonsten ist es im Endeffekt ja eure Entscheidung, ob man das wechseln will oder nicht. Vorgeschrieben ist es auf jeden Fall nicht. Hier ist noch ein Stecker, das geht dann direkt ins Getriebesteuergerät. Hier haben wir noch eine elektrische Ölpumpe, es gibt aber auch noch eine manuelle. Hier haben wir noch so ein Thermostat für die Kühlung, weil natürlich hier dieser E-Motor auch gekühlt werden muss. Das ist so ein Thermostat, das haben wir schon mal gelöst. Hier oben sieht man es, glaube ich, auch ganz gut. Haben wir so ein bisschen, ich denke mal, so eine Geräuschisolierung oder auch thermische Trennung. Und hier vorne gibt es natürlich dann am meisten zu entdecken, weil wir das schon ein bisschen vorbereitet haben für euch, damit es ein bisschen schneller geht. Zum einen natürlich jetzt hier ja, die Glocke, die Getriebeglocke, die jetzt hier direkt an den Benzinmotor anschließen würde, beim Diesel natürlich ganz ähnlich dann. Und hier habe ich noch so eine Klemme, pardon, und zwar hier würde dann der Hochvoltanschluss vom Fahrzeug herkommen, vom Hochvolt-Akku. Und ja, das sind 3 Phasen, also wir haben hier in 3 Phasen permanent Magnet-Synchronmotor drin. Ich versuche den jetzt mal allein so ein bisschen rauszubekommen, ansonsten muss ich mir gleich mal noch Hilfe holen. Aber ich glaube, das könnte funktionieren. So, ganz schön schwer, der Oschi. So,
Also, jetzt versuche ich es euch mal so ein bisschen hinzulegen. Und ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, sondern eher so ein bisschen das grobe mechanische Verständnis euch zu vermitteln. Wir sehen hier innen drin schon mal eine Welle, also hier ist sozusagen auch noch eine Eingangswelle, die dann hier wieder aufgeteilt wird in verschiedene Getriebe, nenne ich es jetzt einfach mal. Und hier haben wir also einerseits unseren Elektromotor. Der besteht im Endeffekt aus einem Stator, das sind hier diese Spulen, und innen drin einem Rotor, der sich hier bewegt. Und hier drin ist wiederum ein Kupplungspaket. Ich versuche das mal so ein bisschen rauszuholen. Und das ist im Endeffekt auch schon eine der Besonderheiten bei diesem Getriebe. Wir haben also keine typische Kupplung, wie man es vielleicht von einem normalen Schaltgetriebe kennt, sondern eine Metall-Lamellenkupplung. Etwas Ähnliches wird teilweise auch bei den Motorrädern eingebaut. Und das ist eben, wie gesagt, eine Besonderheit, was Mazda hier in diesem Getriebe also das erste Mal eingebaut hat. Großer Vorteil ist hier natürlich die Effizienz. Das heißt, wir haben gegenüber einem Wandlergetriebe wesentlich weniger Wirkungsgradverluste, denn so ein Wandler, das ist im Endeffekt in einem Ölbad. Und man kennt das so ein bisschen wie so ein Gummibandeffekt bei so einem Automatikgetriebe. Und das haben wir hier nicht, sondern wir haben im Endeffekt einen sofortigen Kraftschluss. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schnell. Und dieses Kupplungspaket oder diese Bremspakete haben wir hier mehrfach drin. Die werden wir uns dann natürlich erstmal anschauen. Und warum hat man es jetzt hier gleich am Anfang? Mazda hat sich da sehr viel Gedanken darüber gemacht. Und zwar kann man hier tatsächlich durch diese Vollintegration im Getriebe den Elektromotor komplett abkoppeln, das Getriebe komplett abkoppeln, den Motor komplett abkoppeln. Das ist normalerweise eben nicht möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Elektromotor hinten an der Hinterachse befestige oder beispielsweise direkt am Motor in irgendeiner Form befestige. So kann ich hier nicht komplett entkoppeln. Hier ist das allerdings möglich. Ich kann ihn natürlich zum einen verwenden, um Energie zurückgewinnen. Das heißt, ihr rollt, dann wird im Endeffekt hier die Antriebswelle von hinten kommend das Getriebe ansteuern und den Elektromotor und damit wird Strom gewonnen. Umgekehrt könnt ihr natürlich dann mit Strom hier nur den Elektromotor antreiben, der wiederum das Automatikgetriebe antreibt und die Achse antreibt. Oder ihr könnt nur den Benziner nehmen, den Elektromotor komplett ausschalten, leer laufen lassen und dann mit Benziner fahren. Oder natürlich, was das Besondere bei so einem Plug-in-Hybrid natürlich ist, dass ihr sagt, ich fahre Benziner und elektrisch gemeinsam, volle Leistung, volle Systemleistung. Und beide Motoren treiben dann die Antriebsachsen an. Und das ist eben wirklich clever gelöst, dass man das alles hier ja, mit diesen Kupplungen steuern kann. Und ja, ich versuche das hier euch mal noch so ein bisschen zu zerlegen. Viel weiter kommen wir jetzt im Moment noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen mehr zerlegen. Hier sieht man jetzt noch so eine Art Anfahr- oder Ruckdämpfer. Das ist tatsächlich auch bei einem Fahrzeug mit einer normalen Kupplung vorhanden, damit, wenn also die Kupplung schließt, dass das nicht so ruckartig funktioniert, sondern dass es ein bisschen abgefedert wird und damit natürlich auch das Getriebe so ein bisschen geschont wird. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal hier noch einen Blick rein, was wir hier im ersten Moment noch sehen können. Ihr seht hier eine Kette, einen Antrieb also. Das ist unsere mechanische Ölpumpe, die wir auch noch haben hier in diesem System drin. Und die treibt sozusagen, da wird hier direkt durch die Getriebewelle angetrieben. Wir versuchen das jetzt hier mal alles ein bisschen auseinanderzubauen und arbeiten uns jetzt hier mal Stück für Stück vor und kommen jetzt wahrscheinlich an weitere Kupplungs- und Bremspakete, genauso wie natürlich auch sogenannte Sonnenräder. Wir müssen jetzt selber so ein bisschen schauen, wie es jetzt hier weitergeht, weil das für uns natürlich jetzt auch hier erstmal eine Premiere ist. Das erste Teil, was wir für euch ausgebaut haben, ist eine Bremse. Vielleicht habt ihr so ein bisschen hier in der Zeitlupe schon sehen können, wir haben hier mal einen Metallring, der verzahnt ist. Allerdings auch so Reibebelege dazwischen, eine ganze Menge davon. Man kann es, glaube ich, auch ganz gut erkennen. Das schaut so ein bisschen aus wie so Mini-Bremsbelege. Und genau das tut es auch. Es bremst also hier diese Welle ab. Und wir haben in diesem Getriebe verschiedene Planetengetriebe drin, die man braucht, um die verschiedenen Gänge zu schalten oder verschiedene Drehzahlen zu generieren. Insgesamt haben wir 3 Stück, ein vorderes, ein mittleres und ein hinteres. Und die Bremse kümmert sich jetzt hier um das vordere Planetengetriebe. Wir bilden euch am besten mal ein Bild ein, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Das ist im Endeffekt, man sagt, ein großes Sonnenrad und kleine Planeten drin. Und die arbeiten eben mit unterschiedlichen Drehzahlen. Und genau das macht im Endeffekt diese Bremse, dass sie eben ja, diese verschiedenen Drehzahlen angleicht miteinander, damit dieser Schaltvorgang eben möglichst schön abläuft. Hier sehe ich jetzt noch einen Sprengring, den werden wir jetzt mal aufmachen und dann hoffe ich, dass wir hier uns ein bisschen weiter vorarbeiten können. Hier sind auch noch ein paar Schrauben. Ich glaube, das sollte jetzt also hier relativ einfach gehen.
Wir haben gerade versucht, hier diese vordere, ich nenne es mal Getriebeglocke oder den Bestandteil abzubauen. Allerdings haben wir gemerkt, dass irgendwas hier spannt oder noch irgendwie drinnen klemmt. Das heißt, von innen irgendwas befestigt ist. Das heißt, wir haben jetzt als allererstes mal hier unten die Ölwanne abgemacht. Schaut dann im Endeffekt so aus. Vielleicht ganz kurz erklärt, was man hier sehen kann. Das ist zum einen mal hier so eine Art Filtersystem, um natürlich das Ganze immer wieder auch zu reinigen. Dann gibt es hier sogenannte Magnete. Ja, kann natürlich immer auch wieder sein, dass sich so ganz leichter Metallspan abbildet, beispielsweise beim Bremsen oder sowas in der Art. Das ist auch ganz normal und das sammelt sich dann eben an diesen Magneten. Und hier sieht man auch nochmal die Einlass-Auslasskanäle von der elektrischen Pumpe, genauso wie hier auch von unserer mechanischen Ölpumpe, die wir euch vorhin auch schon gezeigt hatten. Das läuft im Endeffekt über das gleiche Ölfiltersystem. Ja, hier haben wir jetzt im Endeffekt verschiedene Magnetventile, die die ganzen Ölkanäle dann steuern, die vermutlich eben dann auch dafür da sind, die Gänge zu schalten oder eben die Kupplungen zu schalten. Wir versuchen das Ganze jetzt hier mal noch so ein bisschen auszubauen, um uns weiter vorzuarbeiten, um dann natürlich an die ganzen Komponenten ranzukommen, die im Getriebe noch eingebaut sind. Wir haben jetzt schon wieder einiges für euch zerlegt und ist ein guter Zeitpunkt, um mal so ein bisschen die Details wieder anzuschauen. Ihr seht schon, die verschiedenen Komponenten fangen wir am besten mal hier links an. Da hatten wir vorhin auch aufgehört, diese Magnetventile, die ich euch unten gezeigt hatte, seht ihr hier, diesen Blick hatten wir vorhin schon. Hier nochmal der Getriebeölfilter. Jetzt haben wir diese Einheit komplett ausgebaut. Wir können jetzt auch mal einen Blick sozusagen von innen drauf werfen. Da fällt zum einen mal hier dieser schwarze Kasten auf. Das ist tatsächlich ein Steuergerät, das wir auch konfigurieren können, Software-Updates und so weiter. Das ist immer meistens auch im Automatikgetriebe enthalten. Wir nennen das TCM für Transmission Control Modul. Hier sind noch so ein bisschen Ölkanäle zu sehen und hier kommen auch solche, wie soll ich dazu sagen, solche Ölkanäle dann rein. Das hat man vielleicht so ein bisschen jetzt auch im Video gesehen und die werden dann wiederum hier mit dieser Glocke verbunden. Ich nenne es jetzt hier mal Schaltzentrale. Das heißt, hier kommen dann diese Stifte rein und hier haben wir so eine Art, man könnte wirklich, wie ich gerade schon sagte, Schaltzentrale sagen, mit verschiedenen kleinen Öffnungen. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Hier sieht man es zum Beispiel. Und damit werden dann die verschiedenen Gänge oder Planetenräder, Bremsen, was wir alles in diesem System so drin haben, einfach hydraulisch gesteuert. Hier sieht man die komplette Planetengetriebeeinheit, die bauen wir gleich mal raus. Aber hier vorne ist noch ein interessanter Blick auf die sogenannte Parksperre. Dieses Getriebe hat eine mechanisch oder beziehungsweise hydraulisch-mechanische Parksperre. Das funktioniert wie folgt. Und zwar gibt es hier diesen Hebel, der ist hier sehr federbelastet, ist ungefähr an dieser Stelle gewesen. Hier gab es noch eine Halterung. Und dann wird hier, im Endeffekt hier durch eine Hydraulik, dieses Element eben zusammengezogen oder reingedrückt und dadurch dann eben die Parksperre arretiert. Das bedeutet also, das kann ich glaube ich ganz gut erkennen, hier ist so eine Nase dran und die rastet hier in diese Zahnräder ein und wenn ich das jetzt hier eben versperre, dann lässt sich eben das Getriebe nicht mehr drehen und wenn ihr Preview parken geht, dann bleibt das Auto einfach stehen. So, im nächsten Schritt werden wir jetzt hier versuchen, diese komplette Einheit mal auszubauen und uns dann wieder näher anzuschauen. Ja, der letzte Schritt ist nun erreicht. Wir haben das Getriebe komplett zerlegt. Schauen wir gleich mal an, was wir hier noch finden konnten. Zum einen mal unsere Parkbremse, die ich euch gerade von außen auch schon gezeigt hatte. Die ist wirklich sehr, sehr schwer. Also nicht aus Aluminium hier gefertigt, sondern wirklich aus massivem Metall. Hinten dran natürlich ein Kugellager, damit es hier am Getriebegehäuse auch schön sanft läuft. Hier sehen wir jetzt unser hinteres Planetengetriebe. Und ja, wie die ähnlichen Planetengetriebe haben wir hier natürlich wieder unser Sonnenrad, unsere Planeten, in der Mitte die Verzahnung. Ich hole das mal so ein bisschen raus. Hier sieht man es auch nochmal ganz gut. Hier sind auch nochmal so Ölkanäle zu sehen. Denn ihr müsst euch wirklich vorstellen, alles, was ihr hier seht, ist im Endeffekt in einer gewissen Ölbad auch vorhanden und wird natürlich auch komplett hydraulisch, also mit Öl gesteuert. Ja, das lege ich mal so ein bisschen zur Seite. Hier kann ich es auch nochmal für euch ein bisschen auseinanderlegen. Sehen wir mal die andere Seite von diesem Planetengetriebe. Das mal so ein bisschen drauf. So, und hier haben wir jetzt noch mal ein weiteres Kupplungs- und Bremspaket. Man sieht es auch hier, dass das im Endeffekt im Ölbad ist. Ja, wenn man genau hinschaut, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, sind hier wieder unsere Brems- und Kupplungspakete, die wir vorhin auch schon gesehen haben. Also da hat sich im Endeffekt ja hier jetzt nichts nochmal Neues ergeben. Also ich muss wirklich sagen, ich bin schon ein bisschen baff, was Mazda hier
an technischer Leistung, an Ingenieursleistung reingebracht hat, um das System so zu bauen, wie es gebaut wurde. Und ich finde wirklich auch sehr clever gemacht mit dieser Entkopplung vom Benzinmotor, Kopplung Benzinmotor und Elektromotor, Rekuperation, all diese drei Funktionen intelligent miteinander zu steuern in so einem sehr kompakten 8-Gang Automatikgetriebe und zusätzlich, was ich persönlich eben gut finde, auch sehr verschleißarm. Wir haben also keine Kupplungen, die wir austauschen müssen. Diese Lamellenkupplung, die ihr hier seht, ist also komplett wartungsfrei und wir haben ja auch eine sehr hohe Anhängelast mit 2,5 Tonnen, was natürlich auch ein Zeichen ist, dass hier dieses Getriebe wirklich auch für hohe Belastungen ausgelegt wurde. Ja, Marcel, ehrlich gesagt, bei mir ist jetzt gleich Feierabend. Hätte ich gesagt, könntest du bitte noch kurz alles hier so ein bisschen zusammenbauen, dass morgen alles wieder fertig ist? Wäre das in Ordnung für dich? Also ihr seht schon, wir wollen es auch nicht wieder zusammenlegen. Für uns war das heute so ein kleines Experiment. Wir haben es einfach so schnell wie möglich auseinandergebaut. Unsere Ambition war jetzt nicht, das Ganze nochmal in einem Auto zu verbauen, sondern wir wollten euch einfach mal zeigen, wie ist eigentlich so ein Getriebe aufgebaut. Und ihr seht schon, das ist wirklich komplex. Wie ich schon sagte, eine Meisterleistung von den Ingenieuren. Mir hat es wirklich getaugt heute, das Video. Einfach mal wieder ein paar neue Sachen und Eindrücke gewonnen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Freut uns natürlich immer sehr. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr solche Videos zum Beispiel nicht. Und wenn ihr nämlich auf die Glocke drückt, kriegt ihr sogar immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Wenn habt ihr irgendwelche Fragen, packt es wie immer in die Kommentare rein. Ansonsten hätte ich gesagt, sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.